Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Liebe Schmuckfreunde, heute möchte ich mit euch meine Berliner Flohmarkt-Schmuckfunde teilen. Ich war in den letzten Wochen viel unterwegs und möchte euch meine Ausbeute heute einmal präsentieren. Also zunächst einmal diese Kette hier. Hat so ein ganz geradliniges Design und auch so ein ganz kühle Edelstahlfarbe, fand ich sehr interessant. Diese Kette ist nicht signiert, ich kann euch darüber gar nichts erzählen, vielleicht weiß einer von euch etwas darüber. So sieht die Kette aus und so sieht der Verschluss aus. Dann diese Ohrringe fand ich bei einem Händler in Berlin, der einmal in der Schmuckbranche gearbeitet hat, und der hat mir gesagt, diese Ohrringe sind aus den 70er Jahren, vielleicht sogar schon Ende der 60er Jahre, also so, das waren die ersten Hippie-Ohrringe, die es gab. Die sind so richtig groß, so ein heller Silberton, und ich finde sie auch sehr leicht. Ganz tolle Ohrringe, frühe Hippie-Ohrringe. Dann diese Kette hat mich sofort angesprochen. Hier am Verschluss sieht man, dass sie nicht besonders alt ist, aber dieses Design, das kenne ich aus den 90er Jahren. Moschino hat einmal spektakuläre Kollektion gemacht und die Accessoires dazu waren solche roten Würfel. Aber es gab auch dieses Design in den 30er Jahren, als man eben diesen hochwertigen Kunststoffschmuck gemacht hat. Deswegen eine tolle rote Würfelkette, also die muss es natürlich auch unbedingt sein. Dann bei demselben Händler fand ich diesen opulenten Hornschmuck aus den 80er Jahren. Clips. Also für Clips finde ich sie auch nicht besonders schwer. Ein sehr auffälliges, tolles Design. Es gab mehrere, da konnte ich mich nicht entscheiden. Dann habe ich sie alle gekauft, weil sie auch unterschiedlich sind und eben aus diesem Naturmaterial. Und noch eine Variation hier mit Metall kombiniert. Auch eine schöne Ohrringform. Und auch nicht schwer. Groß, klobig, aber nicht besonders schwer. Ein ganz toller Fund war diese Brosche hier auf dem Flohmarkt bei mir um die Ecke, wo ich wirklich jeden Sonntag hingehen kann. Und zwar befindet sich hier eine Signatur drauf. Particolari Made in Italy. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ist noch so ein schönes Logo drauf. Matt goldfarben. Also die Recherche hat ergeben, dass diese Brosche wahrscheinlich aus Anfang der 90er Jahre ist, aus Italien. Ja. Es gab angeblich auch Läden von dieser Marke. Also vielleicht schaut jemand aus Italien zu und weiß darüber etwas. Particolari, besonders tolles Design. Ich finde es auch ganz toll, dass diese Steinfarben zwar dieselben sind, aber diese Anordnung unterschiedlich gemacht wurde. Ganz tolle Designerbrosche. So, dann habe ich hier noch ein paar tolle Clips. Eine gebogene Form mit Emaille-Inlay in verschiedenen Grüntönen. Signiert sind sie leider nicht, aber haben auch diese texturierte, typische Rückseite von Vintage-Ohrringen. Ja, dann kommen wir in meine Schwarz-Weiß-Kategorie. Ja, irgendwie bin ich in diesem Sommer auf Schwarz-Weiß gekommen. Perlen mit schwarzer Emaille und diese Ohrringe so als Clip-Kreole, die musste ich sofort haben.
Sehr toll, hochwertig gemacht. Dann fand ich auch bei einer sehr, sehr netten, tollen Händlerin diese Brosche mit der Perle in der Mitte und das Design des Malteser Kreuz. Sehr beliebt bei Modeschmuck-Enthusiasten. Es ist so ein klassisches Schmuckstück, trotzdem ist es auffällig, es hat was Besonderes, man kann es gut kombinieren. Also eine besonders schöne Brosche vom Berliner Flohmarkt. Und dieselbe Händlerin hat mir auch diese tolle Brosche verkauft. Ein Boot mit cremefarbener und schwarzer Emaille auf vergoldetem Grund. Auch so toll, sommerlich, klassisch. So ein Design vergeht nie, das mögen Leute immer. Mich spricht es auch immer an. Ja, und als Geschenk gab es von ihr diese tolle Gürtelschnalle. Also die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich ja auch Gürtelschnallen sammle. Ich werde euch am Ende des Videos noch ein paar zeigen. Und auch diese tolle Brosche fand ich bei ihr mit dem besonders schönen grünen Cabochon. Und das Auge ist auch grün. Diese Brosche ist aus Amerika. Und die ist auch in einem ganz, 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 ganz tollen Zustand. Super. Das passt, finde ich, auch sehr, sehr gut in meinen Shop, wenn das einer von euch meinen Shop kennt. Also zurzeit habe ich auch so ein schönes Unterwassermotiv auf der ersten Seite. Ich habe schon mal ein Video mit Berliner Flohmarktfunden gemacht. Das verlinke ich euch am Ende des Videos. Wenn es euch Spaß macht, könnt ihr da noch ein bisschen weiterschauen. Und auch diese Ohrringe fand ich hier um die Ecke auf meinem Haus- und Hofflohmarkt sozusagen. Und man glaubt es kaum, die sind von Kramer. Kramer auf New York. Ein toller blauer Kunststein und diese Fransen so aus so Schlangenketten. Super Design. Also ich denke auch so aus Anfang der 70er Jahre. Und dazu gab es noch eine Brosche, mehr oder weniger als Zugabe, eine tolle, ausgefallene künstlerische Brosche. Aber leider wurde die schon mal repariert. Also ich weiß nicht, ob ich so etwas verkauft kriege. Ich habe sie jetzt nicht online. Auch die Signatur ist nicht mehr drauf. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so das Originaldesign ist. Also es war mal ein tolles Set. Und ein besonders toller Fund sind diese tollen Ohrringe von Grosse. Daran finde ich diesen blauen Stein besonders toll. Das ist auch Anfang der 90er Jahre, hat Grosse auch sehr viel Schmuck in diesem Design für Christian Dior gemacht. Deswegen hat mich dieser Fund besonders gefreut. Ja, und dann zeige ich euch noch ein paar Haarspangen, die ich auch auf den Berliner Flohmärkten gefunden habe. Hier einmal eine in Schwarz-Weiß wieder. Die Strasssteine sind so leicht gelblich. Eine ganz tolle alte Haarspange. Und auch diese Schleife in Kunststoff. Ja, was für ein tolles Design. Also die ist auch recht alt. Made in France. Ich vermute, das sind auch die 70er oder die 80er Jahre. Und diese tolle Acryl-Haarspange, die imitiert so Kristall. Und hier, genau, hier auf der Spange steht Korea drauf. Korea ist auch immer ein Hinweis so auf Anfang der 70er Jahre. Und hier, man sieht auch, dass diese Kunststoffkristalle hier mit Draht befestigt sind. Also das ist noch in Handarbeit gemacht. Und diese Haarspange hat mich auch angesprochen. Das sind auch künstliche Perlen. Die imitieren Natursteine und sind auch mit Drähten aufgebracht.
Also die Saarspange finde ich auch besonders schön von den Farben. Dann fand ich am Prenzlauer Berg diese tollen Schuhclips. Hier sieht man, dass das Schuhclips sind. Hier haben die noch so Zacken, damit die gut an Schuhen halten. Das Design ist ein Antique-Revival und die sind auch toll angeformt. Natürlich braucht man dazu den richtigen schlichten Schuh, aber der Zustand ist auch 1A. Ja, dann diese Gürtelschnalle hier fand ich auch auf einem Berliner Flohmarkt aus den 70er Jahren, so ein bisschen im Schmetterling-Design oder im Art-Deco-Design. Also das ist schon etwas länger her, aber das ist auch ein toller Fund aus meiner Gürtelschnallensammlung. Und auch eine besonders spektakuläre Schnalle ist diese hier. Schaut mal, wie riesig die ist. Also eines Tages, wenn ich mal Zeit finde, werde ich zu all diesen Schnallen tolle Gürtel machen lassen. Und hier ist so eine kleine Palme noch drauf und ein ganz toller Messington. Also die gefällt mir auch. So ein klobiges, aber doch sehr stilvolles Teil. Und noch ein schöner Fund ist diese tolle Tasche hier. Eine schöne Vintage-Tasche. Ja, meine Recherche hat ergeben, dass diese Tasche wahrscheinlich aus den 30er Jahren ist. Hier auf der Seite, also hier sieht man, wie flach sie ist und auch toll mit Leder bearbeitet. Und auch die Kette sieht ganz, ganz toll aus. Ja, das waren meine Funde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, mir einen Kommentar zu hinterlassen, meinen Kanal zu abonnieren und schaltet wieder ein. Bis bald!